Ich bin von meinem Großvater immer so erzogen worden, Respekt vor der Natur, aber niemals Furcht vor irgendwas. Möchte ich schon sagen, ich bin ein furchtloser Mensch. In der Landwirtschaft musst du säen, wenn du ernten willst. Und wenn die Erntezeit ist, musst du handeln. Und wenn du die verschläfst, dann sind die Früchte kaputt. Ich denke mal, dass da auch ein Keim dafür gelegt wurde, darüber nachzudenken, die Energien eben auch selber herzustellen. Die Vision, die hinter dem Wunsiedlerweg steckt, ist, mit eigenen Kräften zu wachsen, andere zu begeistern und letztendlich zu einem Modell der Autarkie zu kommen. Also in dem Fall vorwiegend auf Energie bezogen. Aber der Ansatz, den wir damals gemacht haben, der war so, dass wir gesagt haben, es muss insgesamt für die Stadt nach vorne gehen. Wir hatten damals über 600 Arbeitsplätze verloren, knapp 15% Arbeitslosigkeit, tendenziell sehr stark rückläufige Einwohnerzahlen, dass wir gesagt haben, wir wehren uns dagegen, investieren in die Attraktivität der Stadt. Wir schaffen das aus eigener Kraft und haben uns dafür entschieden, von der Stadt aus in Infrastruktur zu investieren, sprich Schule, sprich Luisenburg-Theater, sprich Hochwasserschutz. Wir haben uns dafür entschieden, Unternehmen zu gründen, die sich mit Infrastruktur beschäftigen, Unternehmen zu gründen, das sich mit Neubau von Wohnungen, mit Sanierung von Wohnungen beschäftigt. Und wir haben gesagt, wir müssen die SWW weiterentwickeln, gezielt. Die Investitionen in der SWW, die sind gewaltig, aber die Geschäftsmodelle sind stabil. Und dazu kommt, dass wir ja bei all den Dingen Know-how gewonnen haben, dass wir auf Wunsiedel aufmerksam machen konnten, dass Arbeitsplätze entstanden sind. Und da ist praktisch genau das, was man haben will, Wertschöpfung in der Region halten. Es war natürlich klar, dass der Energiebereich hier den Hauptteil ausmacht, bei erneuerbaren Energien voranzukommen und letzten Endes natürlich auch ein Stück weit zu zeigen, dass es funktioniert. Und dann habe ich ihm gesagt, Herr Grauser, Sie sollen uns erklären, wie das nach vorne gehen kann, wie das vorwärts geht, wie wir die Möglichkeiten nutzen, die in den Stadtwerken stecken. Eine erste Prüfung damals auf dem Weg, das war der Bau der Bioenergie. So ein Biomassekraftwerk, so eine Pelletproduktion. Und dann kam Fukushima. Und plötzlich haben alle gesagt, Gottes Willen, ihr Wunsiedler, alles richtig gemacht. Dass größere Technologiefirmen wie beispielsweise die Siemens AG auf uns aufmerksam geworden sind und gesagt, was machen denn die da im Fichtelgebirge? Das schauen wir uns mal an. Ihr habt Haushalte, ihr habt Industrie, ihr habt eine überschaubare Größe und wenn wir bei euch im Netz auch mal was machen dürfen oder Vorstellungen einbringen dürfen, dann ist das optimal für uns. Naja, und so ist es dann weitergelaufen und der Wunsiedlerweg ist noch nicht zu Ende. Es hat sich die Wunpellet angesiedelt mit 15 Millionen. Es siedelt sich jetzt ein Sägewerk an und die Krönung wird natürlich dann die Wun H2. Die hat es in sich, dass wir insgesamt Wunsiedel auf einen anderen Level heben. Das ist einfach für Wunsiedel ein Imagegewinn, wenn wir sagen können, wir sind Kooperationspartner mit Siemens. Und wenn man feststellt, wir brauchen da besonders die technische Konstruktion, das dann auch umzusetzen. Ja. Oder zu sagen, sorry Leute, das könnt ihr machen, wie ihr wollt. Das funktioniert nicht. Das ist ja auch wichtig. Wir haben uns dann entschlossen, mit Siemens gemeinsam diese 8 Megawatt Batterie zu machen als Kurzzeitspeicher. Es hat sich aber dann natürlich herausgestellt, dass man vor allem gute Steuerungstechniken braucht. Ich bin kein Ingenieur, aber ich behaupte mal, dass in der Steuerung noch unglaubliches Potenzial steckt. Bis hin zur Steuerung industrieller Fertigungsprozesse. Sehr viel Wissen habe ich da, was für erneuerbare Energie mit Wind, mit Photovoltaik erzeugt wird. Und wenn ich dann das schaffe, die Industrieproduktion vielleicht diskontinuierlich zu machen, dann brauche ich das schon nicht mehr speichern. Das läuft schon synchron. Und so geht es in vielen anderen Fragen auch. Naja, und die neueste Stufe ist natürlich jetzt das mit dem H2.
und wir warten alle auf den Spatenstich. Das ist für eine Stadt wie Wunsiedel eine unglaublich wichtige Entwicklung. Wenn man sich das jetzt dann so vorstellt und weiß, was der Wunsiedler Weg alles ist und was da passiert, dann ist es eigentlich die logische Fortsetzung dessen, was ich da als Kind aufgenommen habe. Und da bin ich sehr dankbar dafür. Also wenn du so ein Bürgermeister von so einer Stadt bist wie Wunsiedel, da brauchst du, das ist meine Auffassung, da brauchst du Zeiten auch, wo du dich hinsetzt und wo du einfach nachdenkst. Wo du auch nachdenkst, sind wir noch am richtigen Weg? Kannst du das alles verantworten? Oder wie könnte es denn noch weiterentwickelt werden? Du brauchst eben auch nicht nur dein Büro, sondern du brauchst auch mal eine andere Umgebung, weil dir plötzlich auch ganz andere Dinge einfallen. Ein zentraler Punkt ist dabei die Kapelle und die Umgebung und auch der Weg dahin, Markus-Zahn-Allee. Ja, ich möchte jetzt nicht sagen, dass es ein mystischer Ort ist, aber das ist natürlich schon ein Ort, wo halt neben dem, dass man auf die Stadt schaut, dass man auf das Gebirge schaut, dass man einen Kathrinenberg vor sich hat, kommt halt noch vielleicht schon diese spirituelle Komponente, dass hier eine Kapelle ist, dazu. Da kann man halt schön sitzen und nachdenken.